53,30 €. Cash or Card. Das war tatsächlich mein erstes Schwarzfahrerlebnis, ohne dass ich überhaupt wusste, dass ich schwarz fahre. Aber mal von vorn. Da ich keinen Führerschein habe, bin ich immer auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen. Das klappt bisher eigentlich ganz gut, sowohl in Deutschland als auch im Ausland. Bisher nie ein Problem. Aber auf Sardinien, genauer gesagt in Cagliari, hat es mich dann jetzt doch erwischt. Grundsätzlich wirkt Busfahren in Cagliari erstmal total unkompliziert. Die Abfahrtszeiten findet man ohne Probleme bei Google Maps. Die Tickets kann man im Tabaki, also in den kleinen Kiosken, kaufen für 1,30 € oder man kauft sie direkt beim Busfahrer für 1,80 €. Aber wer digital unterwegs sein möchte, kann natürlich auch eine App nutzen. Das klingt simpel, ist es aber nicht. Denn hier wird es erst so richtig kompliziert. Ich habe vorher gegoogelt, welche App man am besten nutzt, um sich ein Ticket in Cagliari zu kaufen. Vorgeschlagen wurden mir die CTM Busfinder App, Omnio und Dropticket. Mein Gedanke war, die werden schon alle das gleiche Ticket verkaufen. Tja, weit gefehlt. Am ersten Tag probierte meine Freundin Kerstin die Dropticket-App aus, kaufte sich also ein Ticket und entwertete das direkt vor den Augen des Busfahrers. Der winkte gelangweilt ab und wir dachten, ja, passt schon, alles easy. Ich selbst habe mir ein Ticket an dem Tag noch beim Busfahrer gekauft. 2 Tage später wollten wir dann nach Kia fahren mit dem Überlandbus. Da dachte ich mir, ja, jetzt probiere ich doch auch mal die App aus. Öffne also die App, kaufe das Ticket, entwerte das Ticket. Der Busfahrer kontrolliert das Ticket, alles 1A. Perfekt, klappt hervorragend. Steige in den Bus ein, alles läuft super. Was soll da noch schief gehen? An unserem letzten Tag wollten wir dann nochmal zum Spiaggia di Poetto, dem Stadtstrand von Cagliari. Ich habe es also wieder genauso gemacht, App geöffnet, Ticket gekauft, Ticket entwertet, in den Bus eingestiegen. So, dann sitze ich da, plötzlich ein Kontrolleur. Ganz selbstbewusst halte ich ihm mein Ticket hin und er sagt, sorry, wrong App. Ich war völlig perplex. Er erklärte mir dann, dass es in Cagliari 2 Verkehrsbetriebe gibt. Zum einen ARST und zum anderen CTM. Die Dropticket-App gilt nur für die AST-Tickets, also die Überlandbusse wie nach Kia beim letzten Mal oder die Metrolinie in Cagliari. Also in Cagliari gibt es keine Metro im klassischen Sinne einer U-Bahn, sondern es geht um die Metropolitanlinie, also Busse, die in der Stadtregion von Cagliari fahren, aber eben mit dem Anbieter ARST. Für mich war das komplett verwirrend, denn der Ticketpreis war überall gleich, 1,30 €. Aber diese Tickets gelten eben nicht in den Bussen von CTM. Dort muss man die CTM Busfinder App nutzen und dort kauft man dann das Ticket und validiert per QR-Code im Bus das Ticket. Tja, und so saß ich also offiziell schwarz im Bus. Der Kontrolleur war zwar sehr freundlich und hat sich sogar dafür entschuldigt, dass mir das noch an meinem letzten Tag passiert, aber seine Pflicht musste er erfüllen. Also 52 € Strafe plus 1,30 € Ticketpreis, direkt im Bus, per Karte, Diskussion zwecklos. Bei der Rückfahrt war ich natürlich schlauer. Ich kaufte mein Ticket direkt beim Fahrer und validierte es. Und dann wieder eine Kontrolle. Vor mir saßen 3 junge Französinnen. Sie hatten das richtige Ticket, aber nicht validiert. Und das ist in Italien meistens Pflicht. Tickets müssen immer validiert werden, entweder am Automaten im Bus, in der Bahn oder eben per App. Eine Ausnahme gibt es meines Wissens nach nur, wenn man sich sein Ticket in der Trenitalia-App holt, also für die Züge. Dort wird das Ticket automatisch validiert, sobald die Abfahrtzeit des Zuges erreicht ist. Die Französinnen wussten offenbar nichts über Validierung und das wurde dann richtig teuer. 159,90 € sollten sie direkt bezahlen. Ja, es steht ganz klein an den Türen, dass man sein Ticket direkt nach dem Einsteigen validieren muss. Aber die Sache mit den Apps, 2 Apps für 2 Verkehrsbetriebe, in denen man Tickets kaufen kann, die den gleichen Preis haben, aber die man nicht untereinander austauschen kann, das wirkt schon so, als wollte man Touristen bewusst in eine Falle laufen lassen. Mein Kontrolleur war zum Glück nett, aber bei den Französinnen war es genau das Gegenteil. Kein Hinweis, keine Chance, aber am Ende bleibt ein bitterer Beigeschmack. Mein Fazit: Busfahren in Cagliari ist günstig und unkompliziert, aber achtet penibel darauf, wo ihr euer Ticket kauft. Und vergesst nicht, es zu validieren. Sonst kann ein entspannter Ausflug zum Strand schnell zum teuersten des ganzen Urlaubs werden. Hat dir das Video gefallen? Dann lasst doch gerne einen Daumen hoch oder ein Abo da.
Dich erwartet künftig noch viel weiterer Reise-, Katzen- und Food-Content.